In den Kirchen wird das Geld knapp und die Kirchenbänke immer leerer. Das führt dazu, dass immer mehr Kirchengebäude verkauft oder umgenutzt werden müssen. Für viele Gemeinden ist das eine bittere Pille. Eine Lösung könnten sogenannte Simultankirchen sein, also Kirchen, die sich Protestanten und Katholiken teilen. Mehr als 60 gibt es davon bereits in Deutschland und eine der größten und ältesten steht in Biberach an der Riß. Dort hält mein heutiger Gast seine Predigten, der evangelische Dekan Matthias Krack. Er sagt, Simultankirchen sind die Zukunft. Wie so eine geteilte Kirche funktioniert und wo dabei die Herausforderungen sind, darüber spreche ich jetzt mit ihm. Herzlich willkommen bei Alpha und Omega, Matthias Krack. Freue mich, dass ich hier sein darf. Herr Krack, wir reden von der Stadtkirche St. Martin in Biberach, einer sogenannten Simultankirche. Jemand, der das Wort Simultankirche noch nie gehört hat, wie würden Sie es erklären? Was ist das? Simultankirche heißt, dass beide Konfessionen die Kirche gleichermaßen nutzen, gleichzeitig nutzen. Das heißt, dass der ganze Kirchenraum wird sowohl von der katholischen Kirche wie auch von der evangelischen Kirchengemeinde gemeinsam genutzt. Was ist das genau für eine Kirche, die Stadtpfarrkirche in Biberach? Die Stadtpfarrkirche ist eigentlich eines der Wahrzeichen von Biberach. Das ist eine ganz alte Bürgerkirche, die im 13. Jahrhundert als dreischiffige gotische Basilika gebaut worden ist und im Zuge der Reformation dann zur Simultankirche wurde, weil Biberach war Reichsstadt und die Reichsstädte haben ja den evangelischen Glauben angenommen. Und dann wurde die umgewidmet und dann kam das Augsburger Interim, wo die Katholischen wieder zurückgekehrt sind und die Messe wieder eingeführt worden sind. Und so wird praktisch seit dem 13. August 1548 die Kirche gemeinsam genutzt von den katholischen und evangelischen Christen. Oh, es ist aber schon ziemlich tief eingestiegen in die Geschichte. Was ist das, wie fühlt sich denn das für Sie an, dort zu predigen? Sie haben mal gesagt, das ist wie so ein Festsaal. Genau, also ist natürlich auch der Bau der Kirche ist wie ein Festsaal und es ist natürlich nicht so karg, wie evangelische Kirchen sind, weil ja die ganzen katholischen Elemente auch da sind und ist eine sehr lichte Kirche und von dem her ist es für mich schon ein Festsaal und das ändert auch den Predigtstil einfach. Also, ja, würden Sie sagen? Auf jeden Fall, also indem man einfach nochmal freudiger und eher das Positive nochmal stärker hervorhebt, als wenn man in einer dunklen gotischen Kirche predigt, wobei ich gotische Kirchen auch sehr schätze. Die meisten Simultankirchen, die gibt es aktuell in Rheinland-Pfalz. Können Sie sich das erklären, warum es dort mehr gibt als jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg? Nee, wahrscheinlich geschichtlich bedingt, dass da die Preußen wahrscheinlich gekommen sind und den evangelischen Glauben eingeführt haben und dann Simultankirchen entstanden sind. Keine Ahnung. Also kann ich wenig dazu sagen, genau. Aber das heißt, die Biberacher, die wussten vor 500 Jahren schon, wo die Reise hingehen wird und dass Simultankirchen ein Zukunftsmodell sein könnten? Ich glaube, es war erstmal aus der Not geboren. Man hatte ja dann einfach diese eine große Kirche und man hatte praktisch die Protestanten und hatte die Katholiken und man musste sich ja irgendwie einigen, wie diese Kirche gemeinsam genutzt wird. Und dann war es, glaube ich, erstmal ein Kompromiss. Und so ganz am Anfang hat man auch gedacht, ja, irgendwann mal, wenn sich das etabliert hat, dann zieht auch eine Konfession wieder aus und baut dann ihre eigene Kirche. Aber zu dem Punkt ist man dann nie gekommen. Wie kam es dazu, dass der Punkt nie kam? Ich denke, dass das zum einen praktisch das natürlich auch ein Stück weit Machtverhältnisse waren. Also wer eben diese große Stadtpfarrkirche aufgibt, der ist draußen. Und so war das eine. Aber das andere war natürlich schon auch der Stolz, dass man diese eine gemeinsame Kirche hat und das eigentlich der eigentliche Ort ist, wo Gottesdienst gefeiert werden muss, ob es jetzt evangelisch ist oder katholisch. Also in Biberach ist völlig klar, was eine Simultankirche ist. Ob das auch in Stuttgart der Fall ist, das wollten wir wissen und haben das an der evangelischen Stiftskirche nachgefragt. Simultan. Der Name Simultan ist mir bekannt, aber Simultankirche. Ich kann mir vorstellen, was das ist. Dass da beide Konfessionen drin ihre Rituale abhalten. Das gab es schon früher. Ist nichts Neues. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit evangelisch und katholisch zu tun hat. Beide Kirchen gemeinsam
oder? Stimmt? Da gibt es ja dann auch einige Kirchen noch von früher, die 2 Eingänge haben, einen für die evangelische, einen für die katholische, im gleichen Haus. Hat die Biberacher Stadtpfarrkirche auch 2 Eingänge? Sie haben mehrere Eingänge, aber doch alle Eingänge gehen sowohl katholische wie evangelische, wie auch Nichtchristen hinein. Genau. Lässt jede Konfession die anderen machen, was sie will? Oder gab es in der Geschichte da auch schon mal so kleine Streitigkeiten, dass man so versucht hat, so die eigenen Überzeugungen ein bisschen mehr durchzusetzen? Was gab es da in der Geschichte? Also das gibt es ganz viele Beispiele aus der Geschichte heraus, Nimm's wo uns man, mal wo, mit man, wo man sich tatsächlich sich gegenseitig das Leben schwer gemacht hat. Sei es, dass praktisch die eine Konfession, das ist überliefert, dass die praktisch immer rein gedrückt hat in den laufenden Gottesdienste und dann schon den Gottesdienste gestört haben, oder dass praktisch Kultgegenstände oder Kultgegenstände einfach bewusst missachtet wurden und so weiter. Also da gibt's doch tatsächlich, es war schon ein zähes Ringen und man hat sich immer wieder versucht, das Leben schwer zu machen, aber das Tolle ist ja wirklich dran, deswegen schaue ich eher auf das, dass man sich dann wieder darauf geeinigt hat und gesagt hat, ja, trotz allem bleiben wir doch zusammen. Wie hat man solche Streitigkeiten geklärt? Genau, also es gibt ja so grundsätzlich so eine Nutzungsvereinbarung, und in dieser Nutzungsvereinbarung ist auch klar, dass es praktisch Gespräche geben muss zwischen den beiden leitenden Pfarrern und da auf dieser Ebene wird es dann geklärt. Und dann ist natürlich auch, jedenfalls heute ist es so, hat auch die Stadtgesellschaft einfach einen wachen Blick auf das, was im Simultaneum, das ist der eigentliche Begriff dann in Biberach, nicht Simultankirche, sondern Simultaneum, was im Simultaneum passiert. Und der Bürgerschaft ist es dran gelegen, dass es gut funktioniert am Simultaneum. Wie haben Sie sich denn geeinigt auf Gottesdienstzeiten, Zuständigkeiten? Wie hat man denn da dann einen Weg gefunden miteinander? Genau, also da hat man praktisch eine Nutzungsvereinbarung 1548 geschlossen. Und diese Nutzungsvereinbarung wurde jetzt über die Jahrhunderte hinweg einfach fortgeschrieben. Also die neueste Fassung haben wir jetzt 2025 verabschiedet, genau, wo wir nochmal ein paar Korrekturen eingebracht haben. Und in dieser Nutzungsvereinbarung steht einfach ganz klar drin, 8 Uhr ist die Frühmesse der katholischen Kirche, 9:30 Uhr ist der evangelische Gottesdienst, 11 Uhr ist die reguläre Messe und an Weihnachten feiern wir so und an den Festtagen in dieser Reihenfolge. Also das steht in der Nutzungsvereinbarung. Daran halten sich auch alle. Und daran halten sich auch alle. Also jedenfalls heutzutage, genau. Ja. Und also es gab auch in der Geschichte keinen Versuch, gegen die Nutzungsvereinbarung zu agieren, sondern nur praktisch die Gottesdienste zu verlängern oder früher reinzukommen. Also ich denke mal ein bisschen, also ich hab in Jerusalem auch studiert und war dann oft in der Grabeskirche, wo ja ganz viele Kirchen drin sind und da gibt es ja auch so ein ganz große Regel. Ein bisschen so eine ganz kleine Grabeskirche sind wir auch, wo praktisch genau abgestimmt ist, wann wer dran ist. Was steht denn sonst noch drin in der Nutzungsvereinbarung? Ich habe gehört, es ist auch geregelt, wer welche Seite der Kirche putzt. Genau, das ist genau geregelt, dass praktisch das Südteil, also von der Mitte des Mittelganges bis Richtung Süden, das ist die evangelische Kirche und Richtung Norden, das muss die katholische Kirche, ist dafür zuständig. Aber wir haben praktisch ein Mesner-Team und die regeln das miteinander und also die Kirche wird dann von einer Person gereinigt, beziehungsweise vom Mesner-Team gemeinsam gereinigt. Aber so steht es drin, genau. Also im Streitfall müssen wir den Süden reinigen und dann den Norden, genau. Und sitzt man dann auch nur auf der Seite? Also sitzen darf man überall, genau. Aber Putz ist aufgeteilt. Das Putzen ist aufgeteilt, genau. Und Stromzähler haben Sie auch getrennt, ne? Nee, das ist ein Gerücht, das sich wacker hält in Biberach. Wir haben, also die Eigentümer und Träger der Kirche, des Kirchengebäudes sind ja nicht die beiden Kirchen, sondern ist die Stiftung Gemeinschaftliche Kirchenpflege.
Und die ganzen Verbrauchskosten und alle Baumaßnahmen, die laufen alle über die Stiftung ab und die stellen uns das dann in Rechnung und der Strom wird dann einfach geteilt. Ökumenisch aufgeteilt. Was es gibt, sind praktisch unterschiedliche Lichtszenarien. Das ist, wir haben so ein Schaltpult, wo dann drauf, wo wir die Lichter einschalten können in der Kirche und da gibt es dann praktisch die Sonntagsszenerie von normalen Sonntagsgottesdienst und da kann ich entweder katholisch oder evangelisch drücken und je nachdem werden dann unterschiedliche Gegenstände besonders hervorgehoben. Am 2. April, da gab es einen Beitrag vom Südwestrundfunk, in dem ging es darum, dass man jetzt auch in Stuttgart darüber nachdenkt, Simultankirchen einzurichten. Was war denn Ihre erste Reaktion, als Sie das gehört haben? Ich dachte, kommt sie auch drauf langsam? Wir sind schon 500 Jahre dabei und tatsächlich finde ich es in diesen Zeiten, Sie haben es ja in der Anmoderation auch schon angedeutet, wo wir in Kirchen auch in großen Umbrüchen sind, ist es zum einen natürlich aus finanziellen Gründen gut, wenn man Kirchen gemeinsam nutzt und zum anderen, das kam ja in der Reportage auch ein bisschen raus, ist es einfach ein gutes Zeichen, dass wir wirklich als Kirchen gemeinsam unterwegs sind und sagen, wir haben eigentlich die gleiche Botschaft und können eigentlich auch gemeinsam zumindest den Raum nutzen. Für Sie ist das ganz selbstverständlich. Wir wollten gerne wissen, wie die Menschen in Stuttgart das denn finden würden, wenn es in Stuttgart auch simultan Kirchen geben würde. Und genau das haben wir nachgefragt. Das kann man ruhig zusammenschließen, katholisch und evangelisch. Ich finde es gut. Ja. Das ist gut. Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nein, Gerne, jederzeit. Kann ich mir gut vorstellen, weil mein Mann ist katholisch. Das verbindet ja auch ein bisschen. Christen sollten sehr viel zusammen machen. Es braucht engagierte Gemeindemitglieder und engagierte Pfarrerinnen und Pfarrer. Ich finde es auch eigentlich so gut, weil dann wird auch die Kirche so voller und so und dann kann man sich vielleicht auch so austauschen, noch mit anderen so ins Gespräch kommen, von denen man jetzt vielleicht noch nicht so viel weiß, so was sie eigentlich glauben. Es kommen ja auch sonst wenig. Ne? Man muss ja irgendwas tun. Wir haben ja alle einen gemeinsamen Nenner, sage ich jetzt mal, ja. Und das sollten wir auch betonen und das halte ich für sehr wichtig. Ich finde sowieso, dass die Kirchen fusionieren könnten von mir aus. Das war interessant. Fast alle, die wir gefragt haben, waren für eine Simultankirche. Überrascht Sie das oder würden Sie das so erwarten, die Antworten? Also aus der Erfahrung heraus, die ich jetzt in den 6 Jahren Biberach gesammelt habe, würde ich sagen, ich erwarte es so genau. Weil tatsächlich, ich merke, wir haben ja, das ist ja auch ein ganz praktischer Ausfluss aus dieser Simultankirche, dass wir uns jetzt in den letzten 5 Jahren darauf geeinigt haben, dass wir einmal im Monat auf unsere eigene Gottesdienste am Sonntagmorgen verzichten und dann um 11 Uhr gemeinsam ökumenisch Gottesdienst feiern. Und diese Gottesdienste werden sehr rege wahrgenommen von den Mitgliedern der beiden Kirchengemeinden. Es gab ja jetzt einen auch in der Umfrage, der sich das nicht vorstellen konnte. Was glauben Sie, wie könnte man die Menschen überzeugen, dass das eine gute Idee ist? Ich glaube, man muss es tatsächlich im Doing machen. Also man muss es ausprobieren. Also wenn man theoretisch drüber nachdenkt, gibt es natürlich vieles, was dagegen spricht, wo man Einwände machen kann. Aber wenn man es dann mal ausprobiert hat und erlebt hat, dann merkt man, so ist jedenfalls meine Hoffnung, dass es eine Bereicherung ist. Jetzt hat auch einer gesagt, es braucht engagierte Pfarrer. Wie sehen Sie das denn? Was braucht es, damit eine Simultankirche funktioniert? Also die Offenheit gegenüber der anderen Theologie, gegenüber der anderen Kirche, also ein ökumenisches Bewusstsein braucht es und eine gute Gesprächskultur und dass man sich tatsächlich auch kurzfristig verständigen kann. Also so läuft es bei uns ganz gut. Wir haben monatlich den sogenannten ökumenischen Pastoralrat, wo sich ich mit meinem katholischen Dekan und dem Stadtpfarrer treffe und dann tatsächlich sowohl in die Zukunft schaue, aber auch Probleme anspreche und wir gemeinsam Lösungen finden. Sie sagen, Simultankirchen sind die Zukunft. Glauben Sie, dass es realistisch ist, dass in vielen Orten das so funktioniert, wie es in Biberach funktioniert?
Also wenn ich war auch lange im altwürttembergischen Pfarrer und also ich kann mir schon vorstellen, dass da die Widerstände noch größer sind, also dass praktisch die Kirchen das gemeinsam nutzen. Aber ich denke, dass es tatsächlich ein Prozess ist, den man eben angehen muss. Und wie ich schon gesagt habe, man muss sich drin einüben und dann wird es ein Stück weit auch verständlicher. Ja. Wie würde denn so ein Prozess laufen? Also wer trifft denn da die Entscheidungen, dass man das umsetzt an einem Ort? Da haben wir unterschiedliche Entscheidungsstrukturen, einfach in der katholischen und evangelischen Kirche. Also auf evangelischer Seite ist die Kirchengemeinde relativ stark und kann das praktisch sich da auf den Weg machen. Natürlich in Rücksprache und mit Genehmigung des Oberkirchenrats. Ganz ähnlich läuft es, soweit ich Einblicke in die Hierarchien habe in der katholischen Kirche, auch in der katholischen Kirche, dass erstmal die Kirchengemeinde aktiv wird, aber da ist das dann nochmal, denke ich, auch nochmal stärker vom Bischof und vom bischöflichen Ordinariat geregelt. Ich meine, in Biberach machen Sie das jetzt seit 500 Jahren. Wie lang dauert denn so ein Prozess? Jetzt zum Beispiel würde der in Stuttgart dauern, wenn man sagt, okay, wir finden das eine gute Idee, wir gehen das an. Wann hätte man denn dann die erste Simultankirche? Ungefähr. Also realistisch betrachtet, wenn es schnell geht, 5 Jahre, ansonsten 10 Jahre, glaube ich schon, dass man so lange braucht. Okay, ist also eher ein mittelfristiges Vorhaben. Ja, genau. Sehen Sie auch einen tieferen Sinn hinter der Idee der Simultankirche? Ich meine, der eine Punkt ist das Sparen, aber gibt es auch inhaltlich oder theologisch Gründe, wo Sie sagen würden, ja, genau, deswegen machen wir Simultankirche. Welche Erfahrungen haben Sie da in Biberach? Also gute Erfahrungen und es sind tatsächlich die inhaltlichen Gründe, die uns auch treiben, dass wir tatsächlich sagen, wir wollen eigentlich gemeinsam die gleiche Botschaft, die freimachende Botschaft vom Evangelium einfach verkünden. Und das tun wir in unterschiedlicher Weise. Und in diese unterschiedliche Weise, wenn die erlebbar wird, dann gewinnen Menschen auch ganz unterschiedlich Zugänge zu dieser freimachenden Botschaft. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das so dieser innere Antrieb, den es auch gibt. Die Zahl der Kirchenaustritte, die steigt ja seit einigen Jahren und viele kommen einfach an den Feiertagen in die Kirche. Was glauben Sie, woran liegt dieser Trend? Also ich glaube ganz unterschiedlich. Also wenn man praktisch die Abnahme der Kirchenmitglieder insgesamt schaut, hat man ja praktisch 2 Faktoren. Zum einen den demografischen Rückgang, der einfach gerade bei uns sehr stark ist, aber eben auch die Kirchenaustritte. Und die Kirchenaustritte sind ein Stück weit natürlich jetzt auch in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten natürlich auch finanziell veranlasst. Also ich kriege, wenn ich bei manchen Menschen nachfrage oder die sich dann auch im Gespräch einlassen, kriege ich das immer wieder zu hören, dass sie eigentlich nichts gegen die Kirche haben, aber gerade finanziell einfach eng dran sind. Das andere ist tatsächlich so diese, sage ich mal, Gottvergessenheit. Also es ist, also ich habe dann ein spannendes Buch gelesen letzten Sommer, das ist auch gerade relativ bekannt, jedenfalls innerkirchlich, von einem katholischen Kollegen, Jan Loffeld, wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt. Also dass es praktisch gar nicht mehr auffällt, dass etwas was fehlt. Ein Stück weit ist es natürlich dann in den jüngeren Generationen so eine Abwägung. Also was bringt es mir gerade? Und das ist dann ähnlich wie im Fitnessstudio. Man ist Mitglied ganz lange Zeit und irgendwann merkt man, ich gehe ja gar nicht mehr hin. Dann trete ich halt aus. Also das sind solche Dinge. Und glauben Sie, dass man da mit mehr Simultankirchen da auch gegensteuern könnte, gegen diesen Trend? Oder wäre das jetzt ein bisschen zu viel erhofft auch an der Stelle? Also es wäre überstrapaziert, aber es wird praktisch helfen, den Menschen helfen, die sagen, wir treten aus, weil das ja so eine steife, unbewegliche Institution ist. Und ich glaube, wenn man dann gemeinsam unterwegs ist, dann merkt man, das hat ja einen Aufbruchcharakter und man ist praktisch nicht mehr im Mittelalter, sondern tatsächlich mitten in der Neuzeit angekommen. Sie als evangelischer Dekan predigen auch immer wieder in den katholischen Gottesdiensten. Wie erleben Sie das?
Also ich erlebe sehr interessierte ZuhörerInnen in diesen Gottesdiensten. Und für mich ist es einfach auch nochmal, also wir haben ja vorher schon gehabt, also dieser doch nochmal stärker feierliche Charakter, die in den Gottesdiensten zu erleben. Das finde ich was ganz, ganz Bereicherndes. Und tatsächlich in der Predigt zeigt sich ja, dass wir gar nicht so weit auseinander sind, sondern die Botschaft ist ja die gleiche. Es ist ja praktisch nur der Ritus, der sich unterscheidet und die Schwerpunktsetzung. Was erzählen da Ihre katholischen Kollegen? Also die sehen es auch als Bereicherung. Die haben, das ist jetzt so ein bisschen persönliche Meinung, das Problem, dass natürlich im Zentrum des katholischen Gottesdienstes die Eucharistie steht und die ja nach römischer Lehre noch nicht gemeinsam gefeiert werden kann. Verstehen Sie das? Als evangelischer sage ich, also als lutherisch-evangelischer sage ich, so ganz verstehe ich es nicht. Also ich kann das nachvollziehen, dass die katholische Kirche hier noch ihre Vorbehalte hat, aber vom Symbolcharakter oder von der Art der Feier sind wir doch jedenfalls als lutherische evangelische Christen ziemlich nah dran. Was glauben Sie denn, was Protestanten von katholischen Gottesdiensten lernen könnten? Die Festlichkeit und die Feierfreudigkeit. Das haben Sie vorhin schon mal gesagt, Sie machen einmal im Monat in Biberach einen ökumenischen Gottesdienst zusammen. Wie einigen sich da, wer was macht? Also das sind ja unterschiedliche Personen, also unterschiedliche PfarrerInnen, die das machen. Also die Pfarrerin natürlich dann nur auf evangelischer Seite, genau. Und also die treffen sich dann zum Vorbereiten und dann wird tatsächlich ein Thema gesucht und dann überlegt man, welches Gesangbuch nehmen wir heute. Nehmen wir das Gotteslob oder das evangelische Gesangbuch. Und dann wird jedes Mal neu praktisch die Rollen verteilt, in Anführungszeichen. Sie haben vorhin auch erzählt, dass das in Biberach nicht immer ganz friedlich vonstatten ging. Was glauben Sie denn, ist so Ihr Geheimrezept, dass Sie in all den Jahren trotzdem gesagt haben, wir halten da aneinander fest und an unserer Kirche auch fest? Also die historischen Dinge habe ich ja schon vorher erklärt. Tatsächlich so dieses, ich weiche nicht zurück aus der Hauptkirche in Biberach. Das ist dann so dieses Machtargument, das heute, denke ich, keine Rolle mehr spielt, sondern das, was heute das Geheimnis ist, wahrscheinlich tatsächlich nochmal das spüre ich jedenfalls ganz stark, diese reichsstädtische Tradition in Biberach, dass man stolz ist auf seine Stadt und sich von der Bürgerschaft her wahnsinnig stark engagiert, sei es in der Kirche, sei es in Vereinen oder für die Stadt selber. Und dass man eben auch stolz ist, dass man gemeinsam eine Kirche nutzt oder die Konfessionen das gemeinsam nutzen. Und den Menschen es einfach wichtig ist, dass Kirche auch ein Teil des Biberacher Lebens ist. Sie haben vorhin gesagt, die Stadtgesellschaft, die hat ein waches Auge. Was da passiert in der Kirche, wie äußert sich das? Also dass wenn praktisch, also wir haben es aktuell zu meiner Zeit gab es jetzt keine Streitigkeiten, aber mir wurde berichtet eben, dass es früher dann, dass es Konstellationen gab, wo sich die beiden Konfessionen nicht vertragen haben, also in jüngerer Zeit, und das wird dann schon Thema im Stiftungsrat. Das ist ja dann mal diese Konstruktion, dass ja eben die Kirche nicht Eigentum der Kirchen ist, sondern eben dieser Stiftung. Und dieser Stiftungsrat setzt sich ja aus Vertretern der katholischen evangelischen Kirche, aber auch des bürgerlichen Gemeinderats zusammen. Und da wird es praktisch hörbar. Und dann haben wir noch darüber hinaus, wo es dann auch hörbar wird, und das ist dann auch nochmal eine tolle Einrichtung, die sogenannte Bauhütte, die eben gegründet wurde, um die Eigenmittel für die Erhaltung der Stadtpfarrkirche einzusammeln. Und es ist ein nicht-kirchlicher Verein, der von engagierten Bürgerinnen
getragen wird. Die wahnsinnige Summen jetzt in den letzten 10 Jahren, wo wir diese ganzen Renovierungsarbeiten auch in der Kirche hatten, zusammengetragen hat. Und da spürt man, das ist so ein Seismograph. Also geben die Leute was für die Renovierung ihrer Stadtpfarrkirche oder nicht. Und wenn es da schief ist, dann kommt da auch nichts mehr. Ja. Kann man so weit gehen und sagen, dass da die gelebte Ökumene in ihrer Kirche wirklich auch in die Stadtgesellschaft so reinwirkt? Ja. Ja. Kann ich schon sagen. Also bei allen Veranstaltungen sind immer Vertreter von beiden Kirchen automatisch eingeladen und es wird auch praktisch erwartet, dass beide auch da sind. Und wenn es einen Festakt gibt und die Geistlichkeit da gefragt ist, dann reden immer beide oder man einigt sich dann drauf, wer redet für beide dann. Es gibt ja auch einen Förderverein, der die Kirche finanziell trägt. Das geht vom Weinverkauf beim Schützenfest und Benefizveranstaltungen. Wie wichtig ist denn das bürgerschaftliche Engagement, damit die Kirche so, wie sie das gerade leben, erhalten bleiben kann? Also ganz groß, ganz wichtig ist dieses bürgerschaftliche Engagement und das ist wirklich, es ist ja diese Bauhütte, so heißt dieser Förderverein. Das ist praktisch ich sag mal so, der weltliche Ausläufer der Stadtpfarrkirche, wo praktisch, oder der dritte Teil in diesem Konglomerat der Simultankirche. Und da gibt es eine große Identität der Bürgerschaft. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für die Zukunft der Simultankirche in Biberach, was wäre der? Für die Simultankirche, dass sie noch lange in dieser Konstruktion erhalten bleibt und jetzt innerlich für die Kirchengemeinde, für die Ökumene, dass wir noch mehr uns trauen und wagen in der Simultankirche an Ökumene. Das wäre ein großer Wunsch von mir. Simultankirche zwischen Toleranz und Tradition, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke, Herr Krack, fürs Dasein. Danke an Sie fürs Zuschauen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie auch gerne mal in unseren Alpha und Omega Podcast rein. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.